Hallo, ich bin Kathi von Creative Mom und heute möchte ich dir zeigen, wie du so einen Unterrock für deine Puppe nähen kannst. Diesen Unterrock kannst du einmal mit Spitze unten nähen oder einfach den Saum umschlagen und absteppen. Durch das Gummiumzug ist der Rock sehr dehnbar und passt somit sehr vielen Puppen. Zum Absteppen habe ich für die Vorderseite einen dekorativen Stich gewählt, um den Rock noch ein bisschen aufzuhübschen. Dieser Rock ist ganz einfach zu nähen und besteht im Grunde genommen nur aus zwei langen Rechtecken. Zu Beginn muss das große Rechteck auf die Breite des kleinen Rechtecks gerafft werden. Zu Beginn lasse ich die Fäden länger und verriegel sie nicht. Mit der größten Stichlänge, die meine Nähmaschine hat, steppe ich zwei gerade Nähte ab. Beim zweiten Durchlauf erhöhe ich die Fadenspannung und die Maschine rafft den Stoff von selbst. Auf einer Seite verknote ich die Fäden, damit sich mir die Rüschen nicht wieder lösen. Ich verteile noch die Rüschen ein bisschen und lege den schmalen Streifen mit der rechten Seite auf die Rüsche drauf und stecke alles zusammen. Ich habe die Nahtzugabe mit einem Overlockstich versäubert, sie nach oben gebügelt und von der rechten Seite mit einem geraden Stich abgesteppt. Anschließend habe ich den Rock rundherum mit einem Overlockstich versäubert. Jetzt bügele ich einmal die untere Kante und klappe anschließend 0,5 cm um den Saum dann nochmal festzubügeln. An dieser Stelle kannst du auch eine Spitze annähen. Ich werde auch gleich den Tunnel für das Gummi vorbereiten. Dafür lege ich mir mein 0,5 cm starkes Gummiband auf den Stoff und klappe es einmal um zu sehen, wie breit der Tunnel sein soll, damit das Gummi sich doch leicht reinzufädeln lässt. In meinem Fall sind es 0,7 bis 0,8 cm, diese klappe ich um und bügele die Kante einmal fest. Den Saum habe ich abgesteppt und bügele noch einmal die Kante flach. Ich klappe den Rock mit der rechten Seite aufeinander und stecke ihn mit ein paar Nadeln fest. Anschließend nähe ich mit einem geraden Stich und einem Abstand von 0,5 cm die Seitennaht zusammen. Die Seitennaht habe ich geschlossen und jetzt kann der Tunnel vorbereitet werden. Die Nahtzugabe wird auseinandergefaltet und der Bauchbund bzw. der Tunnel nach unten geklappt. Anschließend wird alles rundherum mit den Nadeln festgesteckt. Beim Nähen lasse ich direkt hier, wo die Nahtzugabe aufeinander liegt, eine kleine Öffnung, um später das Gummi durchziehen zu können. Ich versuche hier direkt in die Overlocknaht zu nähen. Vergesst nicht am Anfang und am Ende die Fäden zu verriegeln. Die Länge des Gummis messe ich direkt an der Puppe ab. Dafür lege ich das Gummi um die Hüften der Puppe, dehne es etwas und schaue, ob ich das noch leicht an- und ausziehen kann. Für meine Minivieh haben 14 cm ausgereicht. An das eine Ende des Gummis habe ich eine Klammer befestigt und an das andere kommt eine kleine Sicherheitsnadel, mit deren Hilfe ich jetzt das Gummi durch den Tunnel ziehen werde.
Am Ende lege ich das Gummi aufeinander und nähe es mit der Maschine fest. Achte hierbei, dass sich die Gummis nicht verdrehen. Das Gummi habe ich festgenäht. Ich schiebe es noch durch die Öffnung, dass man das nicht sieht, und anschließend wird es von der rechten Seite mit Hilfe der Maschine festgenäht. Mein Rock ist soweit fertig, die Öffnung hinten habe ich zugenäht. Und hier nochmal zum Vergleich beide Röcke. Der eine, seht ihr, durch die Spitze ist unten etwas länger. Ich zeige euch das auch direkt an der Puppe. Der erste Rock ist ohne Spitze unten. Man sieht den Rock kaum unter dem Kleid, also es fällt kaum auf. Beim zweiten Unterrock sieht man dann mehr von der Spitze und je nachdem, was für einen Look ihr haben wollt, könnt ihr zwischen beiden Varianten wählen. Meine Lieben, das war schon wieder von mir. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen. Bleibt kreativ und seid beim nächsten Video wieder dabei. Bye bye!